Leute, stellt euch vor, es gibt Neuigkeiten. Es gibt auch tatsächlich für meine alte Box, die 7590, nochmal ein Labor-Update. Hätte ich nie gedacht, dass die da noch dran arbeiten überhaupt. Also die 7590 AX, die ist ja schon neuer, für die gibt es was und für die 7590 ohne AX gibt es auch was. Bin ich natürlich sehr gespannt, was da alles so drin ist. Wollte ich mit euch mal kurz durchgehen, was da alles für Neuerungen drin sind und welche Fehler da behoben sind oder behoben werden, die in meiner Box und unserer Box noch drin sind. Aber vorher wollte ich noch über was anderes reden. Und zwar in meiner Box habe ich mal ein bisschen geguckt. Die läuft ja jetzt schon so ungefähr 7 Tage mit dem neuen Update, also dem 8.3. 8.03 muss man richtigerweise sagen. Und naja, viel ist mir nicht aufgefallen, aber zum Beispiel bei der CPU-Auslastung, das kommt mir alles noch ein bisschen komisch vor. Also einmal, dass es überhaupt so viele Schwankungen gibt, kann ja sein, dass da viel los ist. Aber was überhaupt nicht dazu passt, ist die Temperatur. Also normalerweise ist das ja so, wenn die Auslastung höher wird hier, also zwischen halb neun und halb elf, also halb neun und halb elf ist es eher nach oben gegangen, die Temperatur. Also bei wenig Last wird er heißer. Das kann ja nicht sein. Also irgendwie, ich traue dem Ganzen nicht. Außerdem haben wir immer noch diese sonderbaren Nullzustände hier, wo irgendwie gar keine Temperatur ausgelesen werden kann. Das geht ja auch nicht. Also, was passieren kann bei sowas, wenn man hier zyklisch ausliest und der Prozess irgendwie nochmal anders einen weiteren Zyklus hat, dass man da daneben greift. Aber das irgendwie richtig logisch ist das nicht. Dürfte es eigentlich nicht geben, so eine Nullnummer hier. Alles andere ist relativ normal. Na gut. Dann auf geht's zum Update. Also, was haben die denn da neu gemacht in der Laborversion? Also für alle diejenigen, die sich mit dem Fritz Nomenklatur nicht so auskennen, mal nochmal zur Wiederholung. Wenn hier neu steht, dann ist das eine Funktion, die hat es vorher in der Box noch gar nicht gegeben. Die ist also echt eine neue Sache, die da hinzugekommen ist. Verbesserung ist irgendwas, was hat es schon gegeben, aber man hat das schöner gemacht. Da war also jetzt nichts defekt oder nichts funktionsunfähig oder so, man hat es nur ein bisschen anders gemacht. Und Änderung, das klingt so schön, ist aber in Wahrheit ein Bugfix. Also da ist echt was nicht gut gewesen und die haben es jetzt geändert und diesen Fehler rausgemacht. Also das ist so die Hierarchie. Neu ist neu dazu, Verbesserung ist irgendwas ist schöner gemacht und Änderungen sind echte Bugs, die jetzt entfernt wurden. Und die sind natürlich besonders interessant für uns, weil das sind Dinge, die in unseren Boxen noch drin ist, also drin sind äh, und hier erst rausgemacht werden. Dann kann es auch schon losgehen. Also was jetzt neu dazugekommen ist, ist, dass es eine Fallback-Funktion geben kann oder gibt. Wenn man also zusätzlich noch einen Mobilfunkstick hat oder eine Mobilfunkbox, die kann dann angeschlossen werden und dann wird das Internet über die dann abgewickelt, sofern die Internetverbindung ausgefallen ist. In der Detailbeschreibung steht es noch ein bisschen anders. Da steht, wenn die instabil wird oder ausfällt. Das ist auch so eine Formulierung, verstehe ich nicht ganz. Was heißt denn instabil? Also was misst er denn dann? Und ab wann ist es so instabil, dass er dann doch über den Mobilfunknetzweg geht? Bisschen schwammig, na gut. Und was mich da ein bisschen wundert ist, das gab es doch schon. Also diesen USB-Stick, den konnte ich immer schon kaufen, an meine Box anschließen und dann hat er das darüber gemacht. Na gut, vielleicht gibt es da jetzt irgendwelche Funktionen, dass man da einstellen kann, wann der da umschaltet. Gut, dann gibt es eine Verbesserung oder eine Änderung bei dem Filter für Kindersicherung. Da ist einiges anders geworden. Und dann eine Neuerung für die AX, also die 7590 AX, die kann jetzt auch Repeater werden. Scheinbar ging das früher nicht. Ich habe ja alle möglichen Boxen schon zu Repeatern gemacht, aber wusste ich gar nicht, dass die neuen, also dass die neueste da oder die relativ neue 7590 AX das nicht kann. Gut, dann ist noch was anderes neu. Und zwar die automatische Erkennung des Gerätetyps. Das war ja eine Sache, die bei AVM eigentlich noch nie richtig funktioniert hat. Also seit Version 7 sind die ja da dran, dass man in der Mesh-Übersicht erkennen soll, was da angeschlossen ist. Smartphone, Computer, Drucker. Aber das große Problem an der Sache ist, der richtige Weg wäre über das Simple Network Management Protokoll. Darüber kann man nämlich direkt abfragen, was bist du denn überhaupt? Das ist so gedacht, dafür gibt es das. Also da kann man sagen, bist du ein Router, ein Server, ein Switch, ein Drucker, bist du ein einfach Klient und der schickt das dann korrekt zurück. Aber dieses Protokoll unterstützt die Box gar nicht.
Also ich weiß nicht, wie sie es jetzt verbessern wollen, wie sie das gemacht haben. Man kann natürlich die MAC-Adresse angucken und dann über eine MAC-Tabelle oder eine Datenbank gucken, aber das ist alles irgendwie Murks, weil es gibt natürlich da verschiedene Hersteller, die unter Umständen ähnliche MAC-Adressen für Geräte, die einmal Drucker und einmal ein Computer sind, abgeben. Und naja, also ob das so funktionieren wird, werden wir mal sehen. Aber irgendwas scheinen sie da verbessert zu haben. Wie gesagt, der richtige Weg wäre über SNMP-Protokoll. Anyway, gut, sie sind dran. Dann Smart Home. Da haben sie jetzt diese 404 dazu gepackt. Das ist ja auch eine tolle Sache. Zeige ich euch gleich. So sieht das Ding aus. Das konnte noch nicht so viel früher, aber je mehr sie dazu packen, umso besser ist es. Und zwar ist das so ein Ding, das hat so ein Display, was eigentlich keinen Strom braucht, weil es nämlich über dieses raffinierte E-Paper-System geht. Also das braucht dann nur mal kurz Strom, wenn das da was ändert in seiner Anzeige. Und ansonsten ist das total passiv. Und dann hat man hier 4 Knöpfe, die man dann belegen kann. Am besten mit irgendwelchen Routinen. Bis jetzt waren das eher so Ein-Aus-Funktionen, aber das wird so nach und nach verbessert. Ist eine schöne Sache. Ich finde es alles ein bisschen teuer, aber naja gut. Was soll's, immerhin kann man da so ein bisschen Hausautomatisierung zusammenklimpern. Und das machen die nämlich jetzt hier. Da gibt es ja irgendwelche Boost-Funktionen, dann kann man da Heizkörperventilregler steuern, Farben und Farbtemperaturen von Lampen und endlich Routinen aktivieren. Und was auch ganz nett ist, du kannst den QR-Code von deinem WLAN anzeigen lassen. Ist natürlich bei Partys und so eine tolle Sache, da wird das direkt an das Ding angezeigt. So, und dann kann man hier, wie gesagt, Routinen sind jetzt neu dazugekommen, die auch durch Telefonanrufe getriggert werden können. Klasse Sache. So, was sonst noch beim NAS-Speicher? Diese Funktion verstehe ich nicht, weil das habe ich schon in ganz anderen Versionen längst gemacht. Also einen Freigabelink jemanden geben mit Login und Passwort und dann kann er sich da anmelden und da Daten hochladen und runterladen, wie er möchte. Und man kann das dann wirklich nur auf diesen Unterordner in der Fritz NAS beschränken. Also der kommt dann irgendwo anders hin. Ja, das ging immer schon. Deshalb, was da jetzt neu ist, keine Ahnung. Vielleicht ist es komfortabler geworden. Nun gut. Dann weiter. Also neu ist auch jetzt wieder die Ausfallsicherheit, haben wir ja schon gesprochen. Dann gibt es hier Sachen bei der Online-Zeit. Da gibt es ja so Möglichkeiten, dann nochmal 45 Minuten zu verlängern und so. Und dann hat man die Ticketanzahl erhöht von 10 auf 12. Der Online-Monitor wurde schöner gemacht. Also das sind alles so Dinge, ich weiß nicht, ob euch das wirklich Probleme gemacht hat, ja. Was hier interessant ist, dass der Zeitserver bearbeitet wurde. Am Zeitserver haben sie ja einiges wohl geändert. Weil das gab früher schon Probleme, dass der einfach keine neue Zeit übernommen hat. Stand das nicht hier oben auch schon mal? Nee. Und ja, das kann zu Problemen führen, wenn man im Serversystem ist und die einzelnen Server unterschiedliche Zeiten haben, dann stimmen nicht die Zertifikate nicht, die sich die dann ausstellen. Also eine einheitliche Zeit ist immer gut und es ist eigentlich eine schöne Idee, wenn man da die Fritzbox hernimmt. Was ich jetzt nicht so toll finde, dass die hier noch irgendeinen Zeitserver da nehmen. Also es gibt ja die Zeitserver, die da hinterlegt sind, ne, die eingerichteten Zeitserver, und wenn die nicht funktionieren, dann nimmt er nochmal irgendeinen öffentlichen. Ja, vielleicht will man das aber gar nicht. Also es gibt unter Umständen Situationen, wo man eben nicht möchte, dass der sich die Zeit sofort neu holt, weil man noch mit einem alten Zertifikat arbeitet oder in der Vergangenheit die ganze Umgebung hat, weil man da ein Backup fährt oder so. Da will ich nicht, dass der plötzlich dann hergeht und eine neue Zeit holt. Also das ist eine Sache, nee, nicht so doll. Das sollte der User schon selber bestimmen, wo das geholt wird und nicht jetzt von alleine nochmal woanders. Dann, jetzt kommen wir zu den echten Bugfixes, ne? Also die Fritz-Produkte Repeater, die konnten in der Kindersicherung und in der Priorisierung ausgewählt werden. Also da geht es ja darum, dass man eigentlich Geräte auswählt, die priorisiert werden sollen bei der Internetverbindung. Also wenn man den Gaming-PC da oder die Playstation oder so. Dass man da hergeht und den Repeater auswählt und den da reinpackt, auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Aber scheinbar haben das Leute gemacht. Das ist aber nicht so gedacht und das führt wahrscheinlich auch zu Durcheinander. Weil der Repeater auf einem ganz anderen Layer ja sowieso den Mesh macht und ohnehin da Priorität hat. Also
Da wird das jetzt in Zukunft nicht mehr möglich sein, die da überhaupt auszuwählen. Ist bestimmt auch sinnvoll, weil es nur zu Durcheinander führt. Und dann haben wir hier die verrückte Sache, dass eine private IPv4-Adresse, also nach RFC-Standard 1918, kann ich euch zeigen, das sind die hier, also von diese 10.000 bis 10.255 und so weiter, und die 172.16 und die 192.168.00 bis 255, dass dieser Bereich irgendwie im DNS publik gemacht wurde. Was überhaupt keinen Sinn macht, den kann man von außen gar nicht erreichen. Also das ist in der Spec da drin. Der ist definitiv nicht von außen zu erreichen, geht gar nicht. Also den zu advertisen in den DNS ist totaler Blödsinn. Eigentlich sollte der DNS das sogar ablehnen, aber scheinbar ist das hier passiert. Es steht nämlich über MyFritz DNS, wurde der veröffentlicht. Gut, dass sie das repariert haben, weil das ist totaler Murks. Na gut. Dann gibt es nochmal da erwähnen sie das nochmal, dass die AX jetzt Mesh-Repeater werden kann und automatische Erkennung. Irgendwie ist das doppelt gemoppelt, das haben wir oben schon gelesen. Dann hier Telefonie, Stabilität von Telefonaten wird erhöht. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr Probleme mit der Telefonie habt und unter welchen Umständen vielleicht. Weil das hilft doch auch keinem hier. Also da wäre doch mal interessant zu wissen, ist das bei IPv6-Telefonie, ist das überhaupt bei IP-Telefonie oder vielleicht nur überdeckt? Und was ist denn genau da jetzt stabiler geworden bei HD-Telefonie zum Beispiel? Also ich habe manchmal, wenn ich HD-Telefonie habe, also wenn man wirklich einen Partner hat, der auch HD-Telefonie kann, dann hat man den neuesten Standard, dann kommt es manchmal vor, dass man so einen Echo-Effekt hat, so wie beim Handy, obwohl ich ein IP-Telefon verwende, also nichts mit Funk habe. Und das, wie gesagt, passiert nur bei HD-Telefonie. Ob die das da meinen, ist halt schade, dass sie nichts dazu schreiben, was da eigentlich verbessert wurde. Aber vielleicht könntet ihr mal schreiben, was ihr da für Probleme habt. So, und dann bei Deckt, das ist eine tolle Funktion, dass das jetzt endlich geht. Also, wenn man ein Fritz-Phone hat, kann man darüber Podcasts hören. Die kann man ja hinterlegen in der Fritzbox und dann kann man da den Podcast anhören. Und das Tolle ist, wenn man dann angerufen wird, dann bricht der Podcast natürlich ab. Klar, das ist ein Telefon, also muss es klingeln, redet man darüber. Also selbst wenn man ein anderes Telefon dann nimmt, damit bloß dieser Podcast nicht gestört wird, hilft nichts. Wenn das Telefonat dann beendet ist, muss man von vorne anfangen mit dem Podcast und kann da nicht an der Stelle weitermachen, wo das unterbrochen wurde. Ist natürlich doof, wenn man einen Podcast hat, der 2 Stunden läuft. Da kann man gerade das Ding gegen die Wand werfen. Ne? Also das ist nicht so komfortabel gelöst. Ich kann ja auch nichts dagegen tun, dass der aufhört, weil es klingelt dann eben. Also insofern war das nicht so ideal, über das Phone das zu machen. Gut, okay, über den 440 haben wir schon geredet. Routinen für Anrufe, das haben wir auch schon besprochen. Das ist hier alles doppelt gemoppelt. Was jetzt hier geht, ist, dass er sich besser mit dem MFMT-Protokoll auseinandersetzt. Also FMTP, das sind Kommandos für FTP-Server, dass man zum Beispiel irgendeine Datei umbenennt oder dass man einen Ordner ändert oder anlegt und so. Also Befehle für eine FTP-Anwendung. Scheinbar hat er da noch nicht alle unterstützt oder noch nicht genügend. Da gibt es dann jetzt einige Verbesserungen und Erweiterungen. Und wieder mit den Freigabelinks. Keine Ahnung, was da jetzt wirklich das Problem war, weil ich habe das, wie gesagt, schon in älteren Versionen benutzt. Und jetzt kommen wir da zu Sachen, da musste ich den Satz, den muss ich 3-mal lesen. Ne? Also Dateiname für gesicherte Einstellungen um die individuelle Fritzbox-Namen erweitert. Hä? Also, da fehlt bei mir irgendein Ist oder ein Sind. Also, die Dateinamen für gesicherte Einstellungen sind um den individuellen Fritzbox-Namen erweitert. Das würde für mich mehr Sinn machen. Also, scheinbar geht es darum, wenn man die Einstellungen sichert, dann steht da in dem Namen jetzt der individuelle Name der Fritzbox. War früher nicht so. Das ist bei mir sowieso ein bisschen sonderbar, weil der schreibt da im Moment rein Einstellungen, dann kommt der Fritzbox-Name und dann die Version. Was das Wort Einstellungen soll, weiß ich nicht. Das war früher nicht so. Da stand einfach nur der Fritzbox-Name und die Version. Steht da Einstellungen davor. Ich glaube, das sollte nicht so sein, weil das bringt ja keinem was. Dieses Wort Einstellungen da. Na gut. Also da sind sie jetzt dran. Und jetzt kommt noch eine Sache, da weiß ich nicht, ist das eher ein Nachteil, weil Einrichtungen, wenn du den Push-Service nutzt für Passwort vergessen, kann man den jetzt an einen frei wählbaren Empfänger schicken.
Ich finde das aus Sicherheitsgründen eher besser, wenn man das nur an die vorher definierten E-Mail-Adressen schicken kann und nicht an frei wählbare. Was soll das denn eigentlich? Also das ist doch gut, dass das nur an definierten E-Mail-Empfänger geht. Und wenn man das anders haben wollte, dann musste man bis jetzt einfach einen neuen User anlegen und bei dem dann diese Möglichkeit von dem Push-Service freigeben. Da konnte man auch an andere Adressen schicken. Also dass man jetzt da intern frei wählbare Empfänger wählt, finde ich eigentlich eher ein Nachteil. Weil wenn sich da doch einer reinhackt, dann kann er auch seine E-Mail-Adresse angeben und kriegt die Passwörter auch noch zugeschickt. Finde ich nicht so doll. Das war schon sinnvoll, dass man vorher eine feste Internetadresse, also eine E-Mail-Adresse hinterlegt hatte und es ging nur an die. Also das ist ja immer so eigentlich, auch bei E-Mails, da hat man ja eine hinterlegte Adresse, wo das hingeht. Na gut, dann Diagnosefunktion, die ist jetzt wieder um das Time-Protokoll erweitert. Wie gesagt, da gab es immer mal so ein paar Probleme, dass die Box sich gar nicht synchronisieren wollte und das musste man dann irgendwie abwarten oder triggern oder nochmal neu starten, damit die dann endgültig die richtige Zeit sich geholt hat. Scheinbar sind sie da über ein paar Fehler gestolpert und haben das gleich mal mit in die Diagnose mit eingebunden, damit man das auch überprüfen kann. Und die Update-Funktion, die wurde ein bisschen schöner gemacht, irgendwie überarbeitet. Ja, und jetzt steht das hier nochmal im Detail, was da genau gemeint ist. Allerdings viel mehr Infos haben sie dazu nicht. Und jetzt wird es ein bisschen komisch. Jetzt kommen die Neuerungen und Verbesserungen für 8.10. Aber da sind einige Dinge dabei, die haben wir schon 2-3 Mal gelesen. Also ich gehe mal ganz kurz durch. Also den UPnP-Filter, das sind diese automatischen Portfreigaben und so Geschichten, ist mit Vorsicht zu genießen. Allerdings müssen das Gamer tatsächlich aktivieren, weil einige von diesen Gaming-Portalen da eben Ports freigeben und die automatisch freigegeben haben wollen. Also da gibt es oft keine Infos, welche Ports man freigeben soll, damit das klappt. Und dann muss man diese automatische UPnP, also das ist Plug and Play, freigeben und dann, naja, dann geht es erst so. Also leider ist das oft bei den Games nicht so schön gelöst, dass man das selber einstellen kann, sondern muss sich da auf die Automatik verlassen. Dann gab es hier Probleme mit dem Online-Zähler. Okay. Da wurde da irgendwie gar nicht gezählt, wenn man über IPv6 die Verbindung hatte. Und besonders funny ist ja, wenn man einen reinen IPv6 betriebene Fritzbox hatte, kommt ja vor, gibt ja Anbieter, die überhaupt kein IPv4 mehr anbieten, dann hat er nicht mal die Update-Abfragen hingekriegt. Also mit dem eigenen AVM-Server konnte er dann nicht mehr reden. Das ist schon ein bisschen peinlich, ne? Dann mögliche Internetausfälle bei Nutzung von großen Filterlisten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mein Video gesehen habt, wo ich erkläre, wie man die Werbung los wird. Das wird ja über Filterlisten gemacht. Und ob das bei euch gut funktioniert hat oder nicht. Also bei mir hat das sehr gut funktioniert bis jetzt. Ich hatte da gar keine Probleme und ich glaube auch nicht, dass die Internetausfälle, die ich habe, mit diesen Filterlisten zusammenhängen. Weil der Fehler ist ja bei mir, DSL antwortet nicht. Das kann ja nicht mit der Filterliste zusammenhängen. Aber vielleicht nehme ich die Liste mal komplett raus, ob sich da irgendwas ändert. Und dann ist ja natürlich die Frage, betrifft das nur die Geräte, die auch wirklich für die Filterliste freigegeben sind, oder geht das da um die gesamten Internetausfälle von allen Geräten? Das wird ja hier wieder nicht klar. Würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist. Nutzt ihr das? Und wenn ja, habt ihr tatsächlich deswegen Internetausfälle oder könnt ihr das irgendwie da eingrenzen? Dann behoben mögliche fehlerhafte Anzeige schon wieder vom Online-Zähler. Für den falschen Abrechnungszeitraum wird da nichts angezeigt. Und diese Geschichte, die haben wir ja schon 3-mal gelesen. Also wie kann das sein, dass das immer noch drin ist? Diese Rufnummerngassen für Österreich, hey, also wie lange wollen sie das noch ins Update schreiben? Dann, oder geht das immer noch nicht? Und dann behoben, das habe ich auch schon gelesen, in speziellen Szenarien war es möglich, dass für einen Repeater im Heimnetz statt, nee, das habe ich noch nicht gelesen, die 178.1 angezeigt wurde. Was ich aber schon gelesen habe, dass bei fehlerhafter Konfiguration konnte in seltenen Situationen nach Update zum Neustart führen. Da haben wir uns schon mal drüber lustig gemacht, weil jedes Update führt zum Neustart, also muss was anderes gemeint sein. Gut, dann ist zusätzlich noch bei dem Push-Service, wo man jetzt auch beliebige E-Mail-Adressen hinterlegen kann, ist auch noch an eine falsche E-Mail-Adresse versendet worden. Umso toller. Also war einiges schief bei dem System. Und zu guter Letzt schon wieder was mit Online-Volumen
Und zwar für Leute, die einen Volumentarif haben, da ist das ja so, wenn man das Volumen dann ausgeschöpft hat, also das Datenvolumen, dann fängt die Info-LED an zu blinken, dass man weiß, ab jetzt zahlst du richtig für deine Online-Volumen. Das ist jetzt nicht mehr inklusive. Und scheinbar ging das hier nicht. Das ist natürlich auch bitter, da surft man da lustig weiter und in Wahrheit zahlt man schon kräftig. Na gut. Okay, dann noch ein kleiner Hinweis. Ich mache eine kleine Umfrage, was ihr lieber sehen wollt. Also ob ich jetzt nochmal so ein Update-Video machen soll oder vielleicht mal diese Laborversion bei mir auf der Box einspielen. Oder ob wir regulär mit den anderen Themen weitermachen, weil ich habe ein Thema vorbereitet, da würde ich gern über IPv6 reden, wie man das sauber in die Fritzbox implementiert, wenn man also ein rein IPv6-Gerät hat, wie das läuft. Oder wollt ihr lieber was über Updates über die Box hören? Da mache ich eine Online-Umfrage in dem Community-Tab bei mir auf dem Kanal, aber ihr könnt auch einfach hier in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was schöner wäre. Ansonsten viel Spaß im Netz, macht's gut.